Wir werden gleich das Ergebnis zeigen. Wir werden einmal pendeln, weil das passiert, wenn wir keinen Platz haben. Ja? Und daraus können wir zum Beispiel eine Drehung für Sie tanzen, beziehungsweise eine Drehung auch für die Herren, falls die Herren sehr motiviert sein sollten. Ja? Noch einmal und 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und das zweite, was wir euch zeigen, sind auch kleine Pendelschritte mit einem kleinen Flirt außen. Ja? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hopp. Wir kennen das beim Wiener Walzer, dass es eher um das gemeinsame Drehen geht und vor allem nicht nur drehen, sondern auch Raum gewinnen, durch den Raum gehen und dabei drehen. Juhu, ja? Drehen bis zum Durchdrehen quasi. Das ist zum Beispiel bei Veranstaltungen, bei den Bällen oder bei Tanzschulveranstaltungen, wo ganz viele Leute drinnen sind, natürlich nicht immer möglich und man möchte trotzdem Wiener Walzer tanzen und man will irgendwie nicht am Platz dann stehen, warten, bis der Raum frei wird und dann wieder 2 Schritte gehen und dann wieder stocken. Wir wollen diese Zeit tänzerisch nützen. Darüber hinaus ist es auch besonders praktisch, wenn einem einmal schwindelig wird, weil dann kann man das als Abwechslung in den regulären Wiener Walzer einbauen. Also noch praktischer, ein Wahnsinn. Das Walzer-Timing ist sehr prägnant und das sollte natürlich auch bei den Pendelschritten erhalten bleiben. Das heißt, auf die 1 eines jeden Taktes setzen wir unseren Pendelschritt an. Der Pendelschritt ist auch die Basis für all diese attraktiven Drehungen. Wichtig dabei ist auch, dass die Haltung sich ein bisschen verändert. Das heißt, wir kommen von der Tuchfühlung in eine etwas weitere Haltung. Etwas Wenn lockerer. ganz wenig Platz auf der Tanzfläche ist, dann zahlt es sich auch aus, einmal die Dekorationshände nach unten zu geben, bevor man ein anderes Tänzerpaar verletzt. Wir widmen uns jetzt den Drehungen. Das sind die Outside Turns, das heißt, wir drehen die Damen nach außen, außerhalb von ihrem Rahmen. Und auch bei den Herrendrehungen ist es auch nach außen. Anders gesagt, die Drehung ist für ihn nach links, für sie nach rechts. Ja? Das heißt, wenn wir mit dem Pendeln beginnen, dann ist es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bevor ich sie drehe, werde ich leicht ausholen, damit sie das erwarten kann. Und dann drehen wir sie am Platz und 1, 2, 3 und dann wieder Pendel zur Seite. Das heißt, sie tanzt die Drehung während 1, 2, 3. Da ist die Drehung fertig und dann tanzt man wieder in unsere Pendelschritte. Diese Drehung muss nicht auf einem Fuß vollführt werden. Sie kann, und ich habe das jetzt gemacht, auf meinem rechten Fuß, aber man hat ja auch 3 Taktschläge Zeit. Das heißt, man könnte auch 3 kleine Schrittchen setzen und so das eventuelle Balancegefühl auch ein bisschen ausgleichen. Ein wenig trippeln. Ja? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 und 1. Für den Fall, dass wir motiviert sind, drehen wir nach links. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja? Das heißt, wir drehen unter unserem Arm, wir werden den Ellbogen leicht aufmachen, dass wir da mehr Platz haben für unsere breiten Schultern. Ja? Und dann werden wir am Platz drehen und schauen, dass wir natürlich den Ellbogen nicht zu sehr zur Dame strecken, damit wir sie nicht verletzen. Und dann geht es wieder beim nächsten Takt, geht's wieder mit der Dame zusammen. Wichtig ist vor allem, dass wir die Tuchfühlung ein bisschen lösen. Das heißt, auch wenn wir hier Tuchfühlung tanzen, ja, und wir möchten dann diese Drehungen probieren, dann lösen wir ein wenig die Tuchfühlung auf. Und wenn er drehen möchte, dann gebe ich ihm auch diesen Platz. Wir kommen jetzt zu unserem kleinen Flirt, das muss unbedingt sein. Das beruhigt die Gemüter vielleicht beim Walzer, wo es dann herumgehen kann. Da kommen wir ein wenig runter. Wir nennen ihn liebevoll Ginger and Fred Flirt. Yay. Ja. American Waltz Flirt. Oh ja, ja, ja. Wir starten mit dem Pendelschritt. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Und wenn wir wieder mit dem rechten Fuß unterwegs sein sollten, wir Herren, werden wir dann aufklappen und das gleiche weg von der Dame tanzen. Das heißt, anstatt mit ihr, pendeln wir weg von ihr. Und das reimt sich sehr, sehr schön. Und 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 und da dreh. Nun kommt der wirkliche Flirt. So, natürlich, das ist unsere Basis, wie vorhin gezeigt. 1, 2, 3, 1, 2, 3, alles bis daher ist gleich.
Aber jetzt pendeln wir hier hin und her. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hand sollte unten bleiben, weil damit signalisieren wir ihr, dass sie mal hier bleiben sollten. Und unser Körper pendelt leicht. Jetzt sind wir hier in einem leichten V, also nicht ganz nebeneinander. Und wir wollen natürlich nicht, dass sich unsere Schultern da jetzt... Kein Bump. Es ist kein Bump. Genau, wir gehen so, wo wir uns berühren werden, ist es da so ein leichtes quasi zuspitzen. Die Stimmung spitzt sich zu. Ja? Gut, jetzt sagen wir es nochmal von daher. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Und dann irgendwann drehe ich mich wieder zu ihr und es geht wieder weiter in den Pendelwalzer. Wenn unsere Jungs dann aber sehr motiviert sind und dann noch eine kleine Drehung einbauen wollen, wir werden da jetzt noch einen kleinen Bonus zeigen. Wenn wir in diesem Pendelflirt sind, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Jetzt habe ich die Conny überrascht, das hat sie gar nicht erwartet. Ja? Wir können eine Drehung nach rechts gestalten. Ja? Das heißt, wir tanzen 1, 2, 3, 1. Jetzt drehe ich nach rechts und lass die Hand aus. 1, 2, 3 und fasse sie wieder. Und sie ist dann voll erstaunt, ob diese Drehleistung. Ganz hin und weg und baff und überhaupt. Mit diesem Repertoire kann man auf jeden Fall schon alle möglichen Tanzabende füllen und ganz viel Spaß auf der Tanzfläche haben und vielleicht sich auch inspirieren lassen und selbst ein bisschen etwas weiter kreieren.